Das hier ist eine alte PC Games, die Ausgabe 2, 1995. Die ist über 30 Jahre alt. Und da drin ist der Testbericht von Syberia, eines meiner damaligen Lieblingsspiele und ein absolut typischer Vertreter der CD-ROM-Interaktiv-Ära. Und ich wollte wissen, macht dieses Spiel noch Spaß? Kann das noch was? Oder ist es vielleicht einfach nur noch eine nostalgische Erinnerung? Wir schauen es uns zusammen an. Und wir steigen auch direkt ein mit Syberia und zwar wieder über GOG. Auch hier wieder mal eine meiner Lieblingsplattformen in diesem Fall, weil man klickt auf Spielen und das Ding läuft los in der DOS-Box. Alles wunderbar konfiguriert und passend. Das war etwas laut. Oh, und allein dieses Intro, oder? Das war... Jetzt würde man sagen, ist langweilig, aber damals war das einfach, wow, eine Logo-Animation und dieser Sound, schlecht gesampelt. Der Wahnsinn. Allein eine halbe Stunde Intro für das Logo. Sorry, jetzt pass auf. Genau, das ist dieser Sound. Sensationell. Also ganz ehrlich, Präsentation, Sounddesign war schon richtig cool bei Syberia. So, Englisch, Deutsch oder Französisch, wir nutzen die deutsche Sprachausgabe. Die englische ist um Welten besser. Also wenn ihr des Englischen mächtig seid, dann nutzt unbedingt die englische. Die deutsche ist wirklich zum Totlachen, deshalb nehmen wir die auch. Ich habe die damals genommen, weil ich konnte nicht so gut Englisch und ich nehme sie auch jetzt wieder, weil sie ist einfach stark. Bitte Kennwort eingeben. Die Sprecherin ist so richtig toll. Pass auf. Eingabefehler. Hoppla, Eingabefehler. Ich habe Shift gedrückt. Darf ich das nicht? M A I L M A N Löschen. N L N. Ich könnte stundenlang. Bitte Arkadenstufe eingeben. So, wir können festlegen, welche Arkadengeschwierigkeit wir haben wollen. Wir können Stufe 1, 2 und 3. Wir können nicht beides auf Stufe einstellen. Wir stellen Arcade jetzt auf Anfänger aus dem Grund, es macht die Sache doch etwas einfacher. Die Zielboxen werden größer und das ist dann doch etwas gefälliger, muss ich sagen, weil die Grafik ist doch etwas grobkörnig. Bitte Puzzlestufe eingeben. Nehmen wir 2. Die Arkadenstufe und die Puzzlestufe sind zu einfach. Man darf nicht beide auf einstellen. Die Arkadenstufe und die Puzzlestufe sind zu einfach. Komm. Willkommen in Syberia. Diese Sprachausgabe, aber ganz ehrlich, boah, jetzt dieses Intro, ich liebe das total. Ich erinnere mich noch an diese Musik und Achtung, zoom. Wie fährt sich das Gerät? Sportlich. Wo brennt's? Immer sofort zur Sache. Okay, dein Rendezvous ist in 10 Minuten. Du wirst mit einem gewissen Santos Kontakt aufnehmen. Eine TV-22 ist schon startbar. Noch nie eine TF-22 geflogen. Brauchst du auch nicht. Dein Autonav wurde vorprogrammiert, um dich über die optimale Flugroute zum Syberia-Komplex zu bringen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Habe ich dich aus der Einzelhaft rausgeholt oder nicht? Kann dich doch nicht in der Weltgeschichte rumfliegen lassen, wenn du einen Job zu erledigen hast. Um was geht's da bei dem Job? Und das sage ich dir. Ich werde den aktuellen Statusbericht über das Syberia-Projekt rüberschicken. Jetzt Haben pass noch auf. keinen Zugang zu den Geheimbereichen, aber einer der Forschungsoffiziere fing an, ein bisschen zu plaudern. Die machen unglaubliche Fortschritte in Nanotechnologie. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alles glauben, aber heute erfolgreich eine Kamera in ein Labor einschleusen können. Etwas streng Geheimes, irgendwie von einem Projekt. Es fängt an, sprechen zu lernen. Der Direktor ging höchstpersönlich runter, um selber zu sehen, in seinem Schlafanzug. Er war dann über 2 Tage in der Schweiz am Videofon. Er wird langsam heiß hier. Ich weiß, das ist nicht verdächtig. Heute nicht viel zu machen, alles streng gewacht. Gestern wurde ein Techniker verletzt. Keiner will wissen wie. Habe interne Videomail-Nachrichten kopiert. Kann von Nutzen sein. 3 weitere Arbeiter sind erkrankt und einer starb. Sie bauten eine Isolationskammer auf der 2. Etage aus. Nachricht über die Mission erhalten. Ab 4 Uhr hier nicht mehr auffindbar. Das Team ja nicht zu früh ankommen lassen.
Verdammt! Hey, hab mir schon gedacht, dass es dich interessieren würde. Also, in den Komplex eindringen und die Siberia-Waffe finden. Und was soll ich dann damit anfangen? Was weiß ich, ihr Gesellschaft leisten. 24 Stunden nach dir erscheint ein Team zur Aufräumarbeit. Okay, ich schaff mich weg. Bis später. Ah, die Sprecher, ich glaube, die hatten keine Zeit, oder? Der englische Text war kürzer als der deutsche und die mussten das ganz schnell sprechen und sie haben es einigermaßen versucht zu wuppen. Egal. Man weiß, worum es geht und diese Vollscreen-Animationssequenzen waren einfach ja, Hammer. Damals dachten wir, das sei gut. Damals war das gut. Ja, ein Teil des Spieles besteht darin, zu laufen und man kann nicht... Sofort bei mir antreten, die erste Tür rechts und nicht trödeln. Genau, man kann nicht überall hinlaufen, sondern es gibt immer Wegpunkte. Und an denen kann man sich umdrehen, flupp, 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 flupp. Und dann muss man laufen. Und ja, dann gehen wir zur Tür. Und dann rein. Ja, genau. So, pass auf. Umdrehen, aber schön langsam. Waffe entladen. So, wenn wir jetzt nichts machen, dann schießt sie uns um. Und diesen Sound, den hört man bei Siberia sehr oft. Also, pass auf. Load. Umdrehen, aber schön langsam. Waffe entladen. Links drücken und den Rest macht er selber. Also man muss nur links drücken. Oh, oh Gott. Also Wird jeder Neuankömmling so begrüßt? diese Rendergrafik. Gier, hör mit dem Quatsch auf und bring ihn in mein Büro. Ja, genau. Auf. Wir gehen zu Santos. Ah, die Sprecherin ist nicht gut. Auf, wir Mir gehen. nach. Mir nach, ja, die ist mir nach, ja. Halt, sonst geht die Türe wieder zu. Wenn die Türe Nimm zugeht, die dann... rechte Waffe. Ja, die rechte Waffe, pass auf. So, rechte Waffe, so. So, und los geht die Action. Leider die erste Sequenz nicht besonders interessant. Das ist nämlich nur eine reine Vorsicht. Abballersequenz. Man nimmt mit den Pfeiltasten und der Leertaste und die geht relativ lang. Und wenn man nicht auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielt, dann dauert die auch echt ewig. Also sie dauert immer ewig, aber es dauert dann einfach, also man, ja. Es ist also wirklich nicht die beste Sequenz. Ich muss sagen, das ist eher Fleißarbeit. Also der Rest vom Spiel ist wirklich deutlich besser. Magnetminen. Magnetminen. Ja. Guter Schuss. Jagdflieger. Wo denn? Okay. Also man hat nicht so wirklich einen... Oh, das ist Fleißarbeit. Das war sagenhaft. Küss mich. Küss mich. Nein, so nicht. Nein, so nicht. Okay, Schluss jetzt. Mit dem Aufzug zum Hangar und sofort einen Abflug vorbereiten. Genau. Also wenn man an der Stelle sie küsst, dann wird man ausgenockt und muss dann einen extra Weg gehen und noch mit den Wachen sich rumschlagen. Und das lassen wir jetzt alles. Aber dieser Ausdruck oder, von ihr, küss, das war sagenhaft. Küss mich. Und er dann, nein, so nicht. Da hatten sie wohl kein Geld für die deutschen Sprecher oder sie haben denen nicht gesagt, in welcher Szene sie gerade sprechen. Der hat den Satz vorgelegt bekommen und es hieß, nein, so nicht. Und er dachte, ja, spreche ich das Ganze mal mit etwas Enthusiasmus. Nein, so nicht. Da hat man sein erstes Date mit der Angebeteten und sie sagt, küss mich. Und du sagst, nein, so nicht. Es ist ja ähnlich wie... Na egal. Ja, also dieses Rumlaufen, das war damals natürlich faszinierend. Heute ist das tatsächlich nicht mehr so. Es ist halt, ja... Es ist halt
So, zum Hangar. Einschalten. Und dann gehen wir rein. Ja, geh doch rein. Diese grafische Qualität war natürlich damals nicht anders möglich, ja. Also man musste dann einfach auf diese vorgefertigten Renderings zurückgreifen, aber dieses Laufen von Wegpunkt zu Wegpunkt ist einfach nicht mehr sehr spaßig. So, wir können nicht losfliegen, weil noch eine Bombe am Schiff hängt. Und wenn ich die nicht entschärfe, dann geht das nicht. Und wenn ich sie falsch entschärfe, geht das auch nicht. So. Jetzt haben wir unsere Brille, jetzt können wir das ganze Ding scannen. Drücken wir F2, genau, und dann haben wir einen Magnetresonanz-Scan. Pass auf. So, wir haben eine Feder, wir haben einen Vibrationssensor, einen Schalter, einen Detonator und eine Explosive Device. Das heißt, wir müssen zuerst den Vibrationssensor ausschalten und dann die Federn blockieren. Wenn wir den Sensor nicht zuerst ausschalten, das war der hier, das ist gemein, dass die Einblendungen weg sind dann brauchen wir gar nichts machen, weil das Ding explodiert dann sofort. So, jetzt pass auf, jetzt müssen wir dieses Ding hier vorschieben. Das heißt, diese Blockierung muss gelöst werden, diese Blockierung, das da müsste sein, oder? Genau. So, pass auf. Und jetzt sollte die halt noch, Die geht hoch, dann schnappt das rüber, das runter und das rüber. Zack. Das war's. Ha, blockiert. Ja, so einfach. Und jetzt können wir losfliegen. Hallo? Hallo? Lass mich. Ich will an meine Leiter ran. Lass mich doch jetzt dahin. Was ist denn jetzt? Ich möchte in mein Schiff einsteigen. Wo ist denn der richtige Wegpunkt für die Leiter? Ich kann mich gar nicht, So kann ich mich doch. Jetzt mach das endlich, Mann! Oh, okay, das ist eben Siberia. Aber jetzt beginnt der tolle Teil von Siberia. Jetzt kommen nämlich die vorgefertigten Render-Action-Sequenzen. Lebst du noch? Was ist denn an dem Ding so besonders? Das Kartell ist sehr scharf drauf. Die wissen, dass wir die Siberia-Daten haben. Ich dachte, dass wir den ganzen Mist vermeiden können, wenn ich dich da allein reinschicke. Wow, sieht so aus, als ob die mich schon freudig erwarten. Und dort? Taxkern zeigt erhöhte Kartellaktivitäten auf seiner Flugroute an. Deine Bordfeuerleitsysteme sollten mit denen fertig werden. Einer Maschine trauen, Devlin? Vertrauen ist gut, hast du doch selber gesagt. Tatsächlich. Ja, genau. Also eigentlich soll dieses Ding auf Autopilot fliegen, aber die Waffenkontrolle funktioniert nicht und so hat man dann erklärt, dass das Ganze als Sequenz abläuft, aber man selber feuern muss. Offenes Meer, Ziel der Mission, Langstreckenscanner haben einen feindlichen Hover Carrier entdeckt. Wir müssen ihn zerstören und es sind LKWs an Bord, die man zerstören muss. Wenn man die nicht trifft, dann ist die Mission vorbei. Ganz am Schluss, nämlich sieht man den ganz kurz. Und dann geht's los. Oh. An diese ganze Musik und die Soundeffekte. Genau, Fire Control Systems Malfunction. Ja, Maus, hallo, jetzt geht's. Maussteuerung wollte nicht.
kommen wieder welche. Ja, also ihr seht, auf Easy sind einfach die Zielboxen etwas größer. Weil die Ziele sind das gleiche. Also man hat keine anderen Ziele oder so. Und es zieht einem ein bisschen weniger Energie ab, wenn man getroffen wird. Also insofern könnt ihr da ruhig auf Easy spielen. Ja, das war Siberia. Vorgefertigte Sequenzen. Hoppala. Ja, komm. Hostile targets approaching. Target acquired. Man merkt nicht, wie man sich selber in die Kurve legt. Target acquired. So, und jetzt kommt der letzte Anflug und dann müssen wir diesen LKW treffen. Wenn wir den nicht treffen, Target acquired. dann ist diese Runde verloren. Jetzt. Target acquired. Das war er. Sehr schön. Area secure. Kurze Statistik, was soll's? Keine Ahnung, ist uninteressant. Nächste Mission. Dort wollen wir hin, da ganz rechts. Und jetzt müssen wir eine Mission nach der nächsten fliegen. Das ist, würde ich sagen, auch der beste Teil von Siberia, der sich immer noch interessant anfühlt. Genau, Munitionslager, Taktik, Langstreckenscanner, zeigen mittlere Flugabwehr. Wir fliegen einfach durch. Zack, Kanonenboote. Shields at maximum. Aber diese Musik, Soundeffekte, das ist schon cool. Target Dam, dam, acquired. bam, bam. Target acquired. Und ihr müsst überlegen, wo kamen wir her? Wir kamen eben von Standbildgrafiken, kaum animiert. Ich meine, wir hatten Creature Shock schon gesehen damals, aber Siberia hat natürlich da nochmal einen oben drauf gesetzt. Das war schon eine ganz unglaubliche Grafikqualität. Grafik, Soundeffekte und Musikqualität. Aber es bleibt natürlich ein Rail-Shooter. Ganz klar. Hoppala. Ich sollte nicht zu viel quatschen. Oh, manchmal sind sie echt kurz. Sehr, sehr gemein, kurz zu sehen nur. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Target acquired. Ja, ist gemein. Bevor er sie nicht anvisiert hat, kann man sie auch nicht abschießen. Und zack. Warning, cruise missile launch detected. Wer feuert auf uns? Objective in range. Zack, erwischt. Secure.
Sehr schön. Und weiter geht's. Jetzt hat's mir den Sound kurz irgendwie zerlegt, aber geht ja. Norwegische Küste, dann hört ihr eben mir zu. Ziel der Mission, um nicht von den Langscannern abgesehen, müssen wir jetzt, pass auf, wir müssen durch eine Schlucht fliegen und dann gehen wir irgendwann zu diesem Tunnel. Ach, egal. Hauptsache, komm, egal. Navigation systems active. Target acquired. Target acquired. Ja, wenn ihr überlegt, ne? Rendersequenzen in dieser Qualität waren damals einfach Target acquired. aufwendig, nicht üblich. Also das war schon herausragend, was man da gesehen hat mit Siberia. Entering hover mode. Hostile targets approaching. Target acquired. Na! Entering hover mode. Also es war damals faszinierend. Aber ja, die grafische Faszination ist natürlich nicht mehr so ganz gegeben. Hostile targets approaching. Puh. Area secure. Ja, sehr schön. Also wir sind durch die Schlucht geflogen, jetzt gehen wir wieder eins weiter, jetzt sind wir auf der anderen Seite und jetzt wollen wir dann Richtung Tunnel, oder? Militärhafen, Erzengel. Ziel der Mission, der Militärhafen Erzengel und der anschließende Frachttunnel sind die einzigen Passagen, die unter den feindlichen Verteidigungsraster hindurchführen. Also wir müssen diesen Hafen durchfliegen und dann in diesen Tunnel hinein. Shields Boah, die Mission fand ich damals so der Hammer. systems active. Mit dieser Spiegelung auf dem Wasser. Und diesem Entering hover mode. Hammer. Targets approaching. Target acquired. Und dieser Sirene und diesem Spiegeln und Wahnsinn. Target acquired. Und diesem langsamen Gleiten zwischen diesen Gebäuden durch und so, das war der Hammer. Das fand ich so der Hammer. Herrlich. Target acquired. Target acquired. Target acquired. Da ist der Tunnel. Tunnel entrance is shielded. Scanning. Shield generator must be destroyed. Ja, der ist zu.
Der Generator ist ganz auf der anderen Seite. Aber diese Spiegelung, guckt euch das an. Oh. Shield generator in range. Damals war das grandios. Haja, haja, haja. Und Vollgas. Achtung. Und zack. Area secure. Und rein in den Tunnel. Genau. Jetzt sind wir im Tunnel und fliegen hinten durch. Das müssen wir nicht. Man muss nur aufpassen. Irgendwas war, glaube ich, im Tunnel. Da weiß ich, da habe ich mich als eher so durchgekämpft, weil das so schnell geht. Genau, es gibt Tanklastwagen, die sind durch blaue Zielboxen gekennzeichnet. Wenn man da drauf schießt, dann ist man sofort kaputt. Navigation system. Ja, den nicht. Und ich weiß, damals schon, diesen Level habe ich immer so mehr so schlecht als recht durchgekämpft, weil das so schnell geht. Ja. Area secure. Das war's. Was für eine bescheuerte Mission. Entschuldigung, die fand ich damals schon dämlich. Ach, egal. Ja, also dieser Tunnel, keine Ahnung, ja, egal. Nun geht's weiter. Wir sind durch zu Brovska. Ziel der Mission ist die Ihnen zugeteilte Auftankstation. Ja, und wir sind nämlich gerade beim Angriff auf diese Auftankstation. Das heißt, wir geben denen jetzt Feuerschutz. Shields at max. Oh. Mayday! Mayday! We're under attack from cartel forces! Hostile targets approaching. Target acquired. Es ist schon cool, wir gleiten über das Szenerie, wir gehen in die Kurve und oh, ich blick gerade nicht durch, wer ist Freund und wer ist Feind. Target acquired. Und dann an diesen Türmen vorbei. Target acquired. Mayday, Mayday! Target acquired. Na. Oh Mann, verdammt. Seht ihr, da ist passiert. Zack. Nochmal. Och Mann. Was habe ich falsch gemacht? Habe ich einen von mir abgeschossen oder Attack from cartel forces! Hostile targets approaching. zu viel abbekommen? Target acquired. Ja, und das ist das Problem. Ne? Man spielt die Mission dann komplett noch einmal. Target acquired. Target acquired. Ja, zu viele Treffer abbekommen. Das ist echt gar nicht so ohne hier. Target acquired. Mayday, Mayday! Aufpassen.
besser, besser, besser. Approaching refueling area. Ja, da möchte ich ja hin. Oh Mann! Aber das gibt's doch gar nicht. Jetzt muss ich das zum 3. Mal spielen. Ich habe ja gleich keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Verdammt, jetzt haben wir die Station kaputt gemacht. Die Fuel-Station. Oh. So, bin ich ein bisschen gesprungen. Ich hatte jetzt keine Lust mehr. Ich bin jetzt auf einen alten Spielstand gegangen, den ich noch gefunden habe. Und habe die nächste Mission geladen, weil ich keine Lust hatte, das Ganze jetzt noch ein 3. oder 4. oder 5. Mal zu spielen. Wir sind in den Eisschluchten, kurz vor dem Siberia-Komplex. Ja, man fragt sich natürlich, warum hat man da so eine Faszination gehabt? Warum war man so fasziniert davon? War es so besonders? Es war einfach einzigartig, es war neu, es war aufregend. Wir müssen bei diesen alten Spielen immer überlegen, wo kamen wir her? Das heißt, es schwang immer auch Control interference. Es schwang immer auch die Faszination für die neue Technik mit, das muss man ganz klar sagen. Na. Hover mode. Was für ein Brummer! Area secure. So, und jetzt landen wir und dann geht es weiter zu Fuß. Also ich muss sagen, das war schon ganz spaßig, diese Sequenzen. Ich weiß, ich habe die damals geliebt. Ich finde sie auch immer noch ganz gut, aber es macht jetzt nicht so richtig. Ihr habt mich beobachtet. Sehr beeindruckend, Sir. Entschuldige die kleine Panne. Übungssache. Ah, pass auf. Die Aufklärung hat rausbekommen, dass die Kartellstreitkräfte noch nicht in das siberianische Waffenlevel eindringen konnten. Sieht aus, als hätten ihre operativen Einheiten große Verluste hinnehmen müssen, wenn man den abgefangenen Nachrichten glauben kann. Verluste? Wie denn? Unbekannt, aber es sieht nach einer Art Seuche im Komplex aus. Na, reizend. Geh lieber auf Nummer sicher. Ich mach den Bastard alle. Jetzt irgendwie war da ein Soundproblem. Ich mach den Bastard alle? Naja. Ja, das ist jetzt eben wieder diese Laufsequenzen. Die sind halt... Tja, geh mal. Da lang, oder? Keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht, wo wir hin müssen. Wir laufen halt mal. Man erinnert sich dann, wie gut dieses Spiel mal war und merkt dann doch, dass es ja irgendwie ein bisschen langweilig geworden ist. Na super. Ja, ihr seht, ich hab an der Stelle war ich schon einmal, das war beim Probespielen, weiter dann auch nicht. Und dann muss man diesen Typ hier ausschalten. Und ich weiß gar nicht, wie ich schieße. Enter? Ich habe keine Ahnung. Verdammt nochmal. Wir probieren es noch ein drittes Mal. Aber das ist wirklich Siberia, ne? Man stirbt dann mal ganz schnell und dann... Brrr. Wie schieße
ich denn? So, wir sind wieder ein bisschen weiter gesprungen nach dieser Wache am Eingang. Es nervt mich kolossal, das sage ich euch ganz ehrlich. Das geht mir jetzt schon auf den Keks, wenn diese Spiele so doof sind an solchen Stellen. Ah, und jetzt kommt auch noch ein Schloss. Ich nehme an, das ist wieder das gleiche hier. Perimeter Lock. Aha. Notgate, Orgate, Endgate, Possible Trap. Ja, super. Das heißt, ich muss da oben und... Hä, was? Das heißt, wir brauchen Signal auf beiden da oben. Das heißt, das da ist dann... Das ist das da oben. Und das da. Oder? Ha. Hm. Ach so, und ich müsste das noch ausschalten, oder? Oh. Ah! Oh, super, Freunde. Ich bin so richtig motiviert und ich habe so richtig Spaß bei dieser Sache. Alter Freund, macht das Spaß. Ach, ich bin so glücklich, dass ich Siberia wieder entdeckt habe und ich bin so glücklich mit diesem Spiel. Sorry, ganz ehrlich, es war damals echt gut, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob... Jetzt pass auf, das da auf keinen Fall. Da ist er. Das muss man... Jetzt. Was habe ich getan? Ach, keine Ahnung. Und jetzt kommen dann wieder Wachen und dann werde ich wahrscheinlich wieder gekillt und weiß nicht genau, was ich machen soll. Security Door, ja. Wie kann ich da nicht? Also. Hä? Ah. Was? 9, 6, 4. Das heißt, der Code ist 2, 5, 7. Also 2, 5, 7, 1. Ah, sehr schön. Okay. Jetzt werden wir erschossen. Achtung. Ich bin mir sicher, wir werden gleich erschossen. Was zum Platin? Schnell! Ah! Was zum... Ich wollte in Deckung gehen. Okay, da sind ganz viele. Muss ich die ausschalten, oder? Was zum Platin? Schnell! Kann ich da... Hä? Ich dachte, ich kann in Deckung gehen. Ich probiere es nochmal. Also, man braucht schon auf jeden Fall sehr viel Geduld und Muße, um dieses Spiel noch zu lieben. Also Siberia, naja. Was zum Platin? Schnell! Okay, das geht nicht. Das vergessen wir gleich. Ich weiß gar nicht. Wir laufen jetzt noch eins weiter. Ich mag nicht mehr. Ja, klar, wenn man vorbeigeht, dann... Die Frage ist es überhaupt möglich an der Stelle, oder muss man... Platin! Schnell! Also der dritte schießt zuerst. Was zum Platin? Schnell! Okay, Leute, wisst ihr was?
Ich weiß, es kommen später noch andere Flugsequenzen und, aber ganz ehrlich, darauf habe ich jetzt keine Lust mehr. Ich bin jetzt schon so oft gestorben. In der Flugsequenz einmal, Okay, wir sehen uns gleich wieder. Also ich sollte meine Lektion mittlerweile gelernt haben. Diese alten interaktiven CD-ROM-Spiele sind einfach nicht mehr das, was sie mal waren. Wo ist die Faszination hin? Ich weiß es nicht genau. Was ist der Unterschied zu damals? Ich glaube, es ist wirklich der Faktor Faszination der neuen Technologie. Es war einfach beeindruckend. Es war grafisch herausragend. Es war neu. Es war viel, viel mehr als alles, was man bis dahin gesehen hat. Und deshalb war es, glaube ich, einfach faszinierend. Deshalb waren diese Spiele faszinierend. Deshalb war man auch bereit, ihnen vielleicht einiges zu verzeihen. Es war einfach ein tolles Spielgefühl. Und dieses Spielgefühl fehlt jetzt. Es beeindruckt mich nicht mehr. Es beeindruckt mich grafisch nicht mehr. Und dann ist natürlich sowas spielerisch einfach nicht mehr richtig gut. Es ist okay, wenn man mal einen kurzen Blick drauf werfen möchte. Und ich erinnere mich wirklich gern dran. Und ich weiß, Siberia wird auf ewig einen Platz in meinem Herzen haben, in meinem 15 Jahre Teenager-Herzen. Aber heute, muss ich sagen, ist es einfach nicht mehr so ganz meins. Die PC Games war damals natürlich begeistert. Filmreife Videosequenzen, Bild, Ton, Musik, all das, der absolute Wahnsinn. Und ja, ich gebe zu, ich war damals ja auch fasziniert. Ich fand es auch Wahnsinn. Bild, Ton, Musik und all das. Das war schon beeindruckend und dementsprechend hat es auch seinen Testbericht bekommen und den hat es, würde ich sagen, auch verdient. Na, da haben wir sie doch mal, die ganzen Missionen, die wir gerade geflogen sind, das war doch schon sehr beeindruckend. Später gab es dann noch eine, wo man diese Virenschleuder, die Viren beseitigen musste in der Station. Also das ist schon alles richtig klasse gewesen. Was ich schon damals nicht besonders beeindruckend fand, und ich muss sagen, das hat heute noch deutlich mehr gelitten, sind die 3D-Renderfiguren. Mir waren damals dann doch die Wing Commander 3 richtig gedrehten Schauspielsequenzen deutlich lieber als das hier. Auch wenn die Flugsequenzen natürlich toll waren. Und ja, Spielspaß 90%, damals hat es sicher seine Berechtigung gehabt. Ach ja, Siberia, was soll ich mehr sagen, als dass es dem Zahn der Zeit nicht besonders gut standgehalten hat, zumindest was mein persönliches Empfinden angeht. Vielleicht habt ihr mal Bock reinzuschauen, es kostet bei GOG nicht allzu viel. Lohnt sich, denke ich, für einen Abend mal, um zu gucken, ob es noch das ist, was es mal war oder eben nicht mehr so. Und ich muss es sagen, bei mir ist es das eben nicht mehr so. Trotzdem hat es Spaß gemacht, da reinzugucken und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Beim nächsten Mal schauen wir wieder in eines der alten PC Games Hefte rein oder in ein altes, anderes Spiel. Wäre toll, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen, dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.